Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ich hatte vor 2 Wochen eine Reifenpanne mit meinem Motorrad. Da ist mir hinten der Reifen von der Felge nach innen runtergerutscht. Wahrscheinlich wegen zu geringem Reifendruck, aber das wissen wir nicht. Vor allem, woher der gekommen ist, denn der Reifen verliert ständig Luft. Das ist also jetzt noch in der Werkstatt zum Kontrollieren. Ich werde jetzt aber auch bei der Vespa 1 machen, was ich wahrscheinlich auch beim Motorrad machen werde. Ich werde mir ein Reifendruckkontrollsystem einbauen. Manche modernen Motorräder haben sowas schon oder da gibt es sowas als Zusatzausstattung. Und ich habe mir jetzt sowas relativ günstig gekauft und das zeige ich euch mal. Also so sieht das Ganze aus. TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Relativ günstig, habe ich bei Amazon gekauft. Den Link packe ich euch mal unten in die Beschreibung rein. Das Reifendruckkontrollsystem werde ich heute mal installieren. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Also war jetzt relativ günstig, kann man nicht viel verkehrt machen. Wenn es also auch noch funktioniert, dann wäre das natürlich perfekt. Ich zeige euch mal, was in der Schachtel hier drin ist. So, das ist die Verpackung. Schauen wir mal rein, was drin ist. Also natürlich ein USB-Ladekabel. Das ist aber hinten mit einem speziellen Anschluss. Da sind 2 solche Kontakte mit drin. Hier dann mit diesem Code könnt ihr dann euch die Webseite einscannen mit dem Handy und da ist dann die Beschreibung drin, wie das Ganze installiert wird. Dann haben wir hier die Halterung, die ist allerdings für Motorradlenker gedacht. Also da braucht man jetzt für die Vespa eine andere Halterung, aber da habe ich mir schon was einfallen lassen. Da baue ich ein bisschen was um. Dann haben wir das Empfangsgerät, das ist hier drin. Da wird euch dann später der Reifendruck angezeigt und die Temperatur. Hier ist der Kontakt für das Ladekabel, kleines Gewinde hinten dran, kann man also gut befestigen. Klein, ganz leicht. Das ist also das Empfangsgerät. Dann haben wir natürlich die beiden Sender mit dran. Einmal fürs Hinterrad, RW, also Rear Wheel, und der Sender Nummer A, der ist dann für das Vorderrad. Dann ist hier noch mit drin ein kleiner Maulschlüssel und 2 Muttern. Die brauchen wir nachher, um den Sensor dann zu befestigen. Die Sensoren haben Batterien drin, das kann man hier abschrauben, dann kann man diese Batterien wechseln und das Empfangsgerät, das wird über USB geladen, da ist also ein Akku drin. So, dann würde ich sagen, ich baue das Ganze mal an. Werde nachher auch noch mal eine Probefahrt machen, um mal zu sehen, ob das bei der Fahrt dann auch richtig anzeigt. Bevor ich das aber anbaue, werde ich natürlich noch mal den Reifendruck kontrollieren und auf den richtigen Wert einstellen, damit das Gerät nachher auch das Richtige anzeigen kann. So, jetzt kommt wieder meine Akkupumpe zum Einsatz. Die ist wirklich super praktisch. Die habe ich jetzt immer mit dabei. So ein kleiner Mini-Akku-Kompressor. Den Link packe ich euch auch mal unten in die Beschreibung mit rein. Das ist wirklich eine ganz tolle, extrem praktische Sache, wenn ihr unterwegs seid, um schnell mal Reifendruck zu prüfen und natürlich auch nachzufüllen. Ich stelle das jetzt erstmal richtig ein. Wir müssen auf Bar. So, 2,4 ist ein bisschen viel. 2,0 mache ich vorne. Ich fahre also ein bisschen erhöhten Druck, als wenn man also mit Gepäck oder Sozia fährt. So, wir sind bei 1,8. Also da packe ich noch ein bisschen was drauf. So, die Kappe lasse ich jetzt gleich ab, weil ich muss ja hier unten ans Ventil gleich wieder ran. Ich gehe jetzt mal nach hinten. So, selbiges am Hinterrad. Hinten fahre ich mit 2,2. So, 2,2 ist hinten drauf. Perfekter Reifendruck. Also sowas, wie gesagt, auch zum Kontrollieren des Reifendrucks sehr gut. Wenn ihr nichts braucht zum Aufpumpen, dann gibt es natürlich auch Reifendruckmessgeräte, die man einfach nur raufdrückt, die dann digital den Reifendruck anzeigen. Aber das ist halt sehr praktisch, um auch mal kurz nachzupumpen. Die Installation des Sensors ist ganz einfach. Zuerst die Mutter aufs Ventil. Als nächstes dann der Sensor. Jetzt der A-Sensor, Front Wheel. Aufsetzen, festschrauben. So, jetzt können wir die Mutter hochschrauben. Zum Kontern dann den mitgelieferten Schlüssel nutzen und die Mutter kurz festziehen, Sensor halten. So, perfekt. Das war schon der erste Sensor vorne. Das gleiche am Hinterrad. Erst die Mutter rauf, jetzt der B-Sensor für das Rear Wheel. Schnell aufschrauben, damit keine Luft entweicht. Festziehen. So, den mitgelieferten Schlüssel nutzen. Und einmal kurz nachziehen und fertig. Das war's. So, das sieht jetzt natürlich nicht super schick aus.
dieser große Sensor da dran, aber erfüllt seinen Zweck und für eine Reise oder sowas, finde ich, kann man das schon mal ranmachen. Optisch jetzt sicherlich kein Highlight. So, nochmal überprüfen, alles fest, perfekt. So, jetzt muss ich nur noch den Platz finden, wo dieses Empfangsgerät hin kann. Man kann das theoretisch überall hin machen. Man kann es auch ins Handschuhfach machen, wenn man das jetzt nicht unbedingt ständig ablesen möchte, sondern nur mal kontrollieren möchte zwischendurch. Einfach ins Handschuhfach rein. Man kann es vielleicht auch hier einfach hier oben hin machen mit so eine Fläche. Da kann man so ein Klettband draufkleben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Durch das Gewinde hat man natürlich verschiedene Halterungsmöglichkeiten. Ich werde es auf jeden Fall irgendwo in den Sichtbereich machen. Ich habe ja so eine RAM-Mount hier. Und ich würde das an sich ganz gerne hier oben irgendwo haben. Am Lenker. Damit ich das Ganze auch sehen kann. Ich mache es jetzt erstmal hier ans Lenkrad dran, weil ich will jetzt auch während der Fahrt das Ganze mal kontrollieren. Gerade auch, ob die Temperatur und alles richtig angezeigt wird. Um das jetzt hier ranzumachen, brauche ich natürlich hier hinten eine Ball-Mount. Da habe ich schon was besorgt. Um den Empfänger jetzt an die RAM-Mount-Verbindung anzuschließen, habe ich mir so einen Adapter hier geholt. Das ist die RAM-Mount-Kugel mit einem Gewinde vorne dran. Und das ist das Tolle an diesen RAM-Mounts, die sind universal für so viele Sachen nutzbar. Da kann ich mein Smartphone ranmachen oder jetzt halt in dem Falle hier diese Halterung. So, einfach festschrauben, wiegt ja nicht viel. So, und dann habe ich das Ganze im Blickfeld. Ja, ihr habt es gesehen, schnell einzubauen, 5 Minuten und die beiden Sender sind angebaut. Dann noch das Koppeln mit dem Empfangsgerät funktioniert einwandfrei, also für den Preis eine super Sache. Ich fahre jetzt mal noch ein Stückchen und zeige euch mal, wie das Ganze während der Fahrt funktioniert. Da müsste sich die Temperatur dann mit der Zeit verändern und ob das auch Auswirkungen auf den Reifendruck hat. Wenn der Reifendruck unter diesen Minimalwert geht, dann gibt das Gerät eine Warnung ab, also ein Signal. Und genauso, wenn es zu hoch ist, der Druck. Also das finde ich sehr praktisch, gerade auf Reisen. Wenn man mal nicht hinschaut oder regelmäßig nachfüllt, dann kriegt man auf jeden Fall eine Warnung von so einem Reifendruckkontrollsystem. Dann wollen wir mal das System testen. Zack. 3 Sekunden halten, ist an. Vorne 1,9, hinten 2,1. Temperatur 10 Grad vorne, 11 Grad hinten. Außentemperatur heute ist, glaube ich, gerade 9 Grad. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir die Reifen jetzt extrem viel wärmer kriegen. So, wir haben ja jetzt einen kleinen Moment Zeit für ein kleines Pläuschchen. Vielen Dank nochmal an alle, die sich mit netten Kommentaren an dem Scuderia-Kanal beteiligen. Wir haben jetzt auch schon die 40.000 Abonnenten-Grenze überschritten. Vielen Dank dafür. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn einige von euch, die es noch nicht gemacht haben, bisher den Kanal abonnieren würden. Das hilft weiter. Ansonsten vielleicht auch mal nochmal zu den Kommentaren. Ich versuche dann natürlich immer jeden Kommentar zu lesen auf jeden Fall und auch zu beantworten. Da sind viele dabei, die gute Anregungen, tolle Tipps geben, von ihren Erfahrungen berichten. Und das ist eine tolle Sache, um auch ein bisschen Kommunikation mit euch zu haben. Es sind natürlich gerade bei der Masse von Abonnenten jetzt auch einige dabei, die meinen, da ihre negativen Sachen loszuwerden. Mitunter auch ein bisschen grenzüberschreitend zum Teil, wo es dann entweder persönlich wird oder sich dann Zuschauer gegenseitig da behacken. Das finde ich nicht so prickelnd, denn ich mache das Ganze ja aus Spaß und als Hobby, und da möchte ich dann schon, dass da auch nette Leute sind, die anständig miteinander umgehen. Von daher nur ein kleiner Hinweis für diejenigen, jeder, der hier auf diesem Kanal versucht zu mobben oder sich im Tonfall so ein bisschen vergreift, die werden alle komplett sofort geblockt. Da schreibe ich auch nicht zurück, da wird nicht drauf eingegangen. Also um solche Diskussionen, Negative zu verhindern, die so ein bisschen über die Stränge schlagen, setze ich dem ein schnelles Ende und blockiere die Zuschauer. Also von daher würde mich freuen, wenn ihr da
ein bisschen darauf achtet, auch bei Kritik oder auch bei Anregungen, die mal nicht der allgemeinen Meinung entsprechen, immer so ein bisschen die Etikette wahren. Denn wir wollen hier ja ein nettes Miteinander haben und nicht, wie es oft im Social Media ist, uns gegenseitig da mobben. Ja, das nun mal so kurz nebenbei. So, was hat sich getan? Hinterreifen ist schon ein bisschen wärmer, von 11 auf 15 Grad. Vorne ist immer noch 10. Reifendruck vorne ist jetzt bei 2. Kleinen Tick erhöht, aber das war wahrscheinlich wirklich vorhin so an der Grenze zwischen 1,9 und 2 durch das Aufschrauben des Sensors. Da geht ein ganz klein bisschen Luft verloren in dem Moment, wo man es raufschraubt. Aber ansonsten scheint die Anzeige wirklich sehr genau zu sein. Also hinten stimmt es 100%. Vorne scheinbar jetzt auch. Also muss ich sagen, eine tolle Sache. Und man sieht, diese Anzeige hier ist wirklich klein. Wer sie jetzt nicht am Lenker oben haben möchte, der kann sich die bestimmt auch woanders hinpacken. Aber wie gesagt, Sinn macht es natürlich, wenn man es so ein bisschen im Auge hat, wenn man auch die Warnsignale und Warntöne sieht. Da blinkt dann hier oben so eine kleine rote Lampe und es gibt ein Piepsignal von sich. Aber da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was das Anbauen solcher kleinen Sachen angeht. Also ich finde das Gerät auf jeden Fall sehr praktisch. TPMS, Tire Pressure Monitoring System, sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, ist auch keine große Investition. Fängt bei 30 € an. Es gibt natürlich auch teurere, die dann so um die 100 kosten. Aber das Ding funktioniert einwandfrei. Von daher würde ich sagen, reicht. Und den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein, falls es für euch interessant ist. Also ich bin der Meinung, für alle, die auch mal so ein bisschen längere Touren machen und das so ein bisschen im Auge behalten wollen, was der Reifen macht, finde ich es eine tolle Sache. Und Reifen sind das Wichtigste beim Fahrzeug, gerade beim Zweirad. Wir haben nur 2 Reifen und Bremsen, da muss man immer gucken, dass da alles in Ordnung ist. Weil wie gesagt, vor 2 Wochen hatte ich den Fall, dass mir hinten der Reifen in der Kurve komplett platt gegangen ist. Und das war echt gefährlich, also das will man nicht. Also da bin ich richtig ins Schleudern gekommen. Das war knapp davor, dass ich im Gegenverkehr gerutscht bin. Also von daher, ja, wieder ein kleines Tool mehr am Roller, aber Sicherheitsfeatures kann man, glaube ich, nicht genug haben beim Zweirad. Reifendruck. Hinten jetzt 2,4, ist ein bisschen angestiegen. Temperatur hinten bei 22 Grad. Da sieht man jetzt auch mal den Unterschied, was so ein Hinterreifen für eine Temperaturentwicklung hat und was der vorne hat. Vorne ist 1 Grad gestiegen auf 11 Grad und hinten jetzt auf 22. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. Oder es spiegelt vielleicht in der Kamera, das weiß ich jetzt nicht. Also ich kann das super ablesen. Ich gucke jetzt gerade mal kurz anhalten. Ja, also sieht man perfekt, ist hell genug. Ich glaube, man kann es auch dimmen. Mal gucken. Da war irgendwie... ja, wenn man hier auf den oberen Knopf kurz rauf drückt, zack, dann ist es gedimmt. Auf den unteren kurz rauf, dann ist es wieder hell. Ja, praktisch. Ich habe jetzt auch das Kabel hinten angeschlossen. Hier sieht man es. Das geht jetzt hier hinten lang, hinterm Lenker und dann unten in meinen USB-Anschluss rein. Braucht man jetzt nicht zwingend, also das Ding ist voll geladen. Man müsste jetzt mal testen, ich mache es mal ab, wie lange da so dieser Akku hält. Es gibt auch noch welche, die haben dann hier oben so ein Solarpanel drauf, ein kleines. Das heißt, die laden sich dann bei Sonneneinstrahlung auf. Könnte auch eine gute Idee sein. Dann braucht man das Kabel vielleicht gar nicht, wenn man genug Sonne hat und das kleine Gerät sich dadurch lädt. Auch dazu packe ich euch den Link mal unten rein. Weil ich habe mir jetzt 2 bestellt, 1 fürs Motorrad und 1 für die Vespa. Ja, also bin ich zufrieden mit dem kleinen technischen Upgrade der Vespa. Zeigt super an, 2.0, 2.3. Temperatur wird auch gut angezeigt, ist gut ablesbar. Also ein tolles kleines Gimmick, was so ein bisschen einem nochmal Sicherheit gibt, wenn man auf Touren ist. Dass man den Reifendruck auch bei der Fahrt immer so ein bisschen im Blick hat. Also wenn ihr dann mal einen Druckverlust habt oder so, dann warnt das Gerät gleich. Das ist eine super Sache. Ja, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist kostenlos. Wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.